Jahrhundertfluten und Starkregenereignisse nehmen nicht nur in Deutschland seit Jahren zu. Sie sind eine enorme Herausforderung und erfordern dringendes Handeln. Doch wie können wir Hochwasser bekämpfen? Die Professur Nachwachsende Rohstoffe der Universität Bonn untersucht, wie Miscanthus zur Vorsorge gegen Starkregenereignisse eingesetzt werden kann. Miscanthus wird auch Chinaschilf genannt, ist eine Pflanze, die extrem schnell wächst, 5 cm am Tag. Die Pflanze ist mehrjährig, hier wurde Ende April geerntet und dann treibt die Pflanze halt wieder aus und wird jedes Jahr 3–4 Meter hoch. Wir hatten hier auf dieser Fläche bereits vor ein paar Wochen wieder ein Starkregenereignis und da konnte man hervorragend beobachten, wie das Wasser in so einem Bestand nach 3–4 Metern schon gestoppt war. Und daneben auf den einjährigen Ackerkulturen sehen Sie, dass das 20, 30, teilweise 40 Meter weit gelaufen ist und so tiefe Erosionsrinnen in den Boden gegraben hat. Miscanthus ist so gut gegen Starkregenereignisse, weil einmal die Blätter auf den Boden fallen, eine Mulchschicht bilden, diese Blätter quasi zu einem Stoppen des Wassers führen auf der Fläche. Gleichzeitig sind die Blätter aber auch die Nahrung für die Regenwürmer. Dadurch haben wir mehr Regenwürmer nach einer Zeit auf so einer Fläche etabliert. Die machen Regenwurmgänge und in diesen Gängen kann das Wasser im Boden infiltrieren. Mit einer Simulation auf einem Miscanthusfeld demonstriert Professor Pude und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Friederike Toset die Fließwege des Wassers nach einem Starkregenereignis. Und du siehst, das Wasser verteilt sich erst. Und jetzt hier bildet sich genau, weil wir hier diese dicken Blätterschicht aus dem Mulch liegen haben, hier staut sich jetzt das Wasser und im Ideal versinkt das jetzt hier auf der Fläche ein. Also diese Infiltration vom Wasser durch diese kleinen Staudämme, die die Pflanze einfach durch die Blätter selber bildet. Das ist ja genau der Effekt, den wir hier erzielen, ne? Starkregen führt besonders in Hanglagen zu schweren Zerstörungen. Das Hangwasser fließt unkontrolliert ins Tal, reißt Boden mit sich und verursacht Schäden sowohl am Hang als auch im Tal. Vor allem hier kann Miscanthus helfen. Das Schöne ist, wenn man also quer zum Hang schmale Streifen vom Miscanthus anbaut, dann stoppt man auf dieser Fläche das Wasser. Wenn Sie daneben eine Fläche mit einjährigen Kulturen sehen oder wie hier den Hafer, dann gibt es dieses Stoppen des Wassers nicht. Und das Wasser fließt dann ungehindert den Hang herunter. Und das ist das Besondere vom Miscanthus, dass sie ganzjährig diesen Schutz bietet. Die Professur für nachwachsende Rohstoffe arbeitet bei ihren Forschungen mit verschiedenen Experten zusammen. Wir arbeiten sehr gerne mit Landwirten zusammen, weil die Landwirte einfach durch ihr praktisches Wissen sehr viel Erfahrung haben und viele Dinge sehr viel schneller beobachten. Und dann kommen wir mit der Wissenschaft und die Idee ist, dass wir dann mit den Landwirten Ideen auf ihren eigenen Flächen entwickeln. Also nicht, dass den Landwirten Flächen weggenommen werden, weil riesige Regenrückhaltebecken gebaut werden, sondern wir wollen mit den Landwirten Ideen entwickeln, dass sie dann zum Beispiel Miscanthus anbauen, die Biomasse anschließend vermarkten können und dass dann solche langlebigen Produkte daraus entstehen können. Um innovative Lösungen zu entwickeln, fördert die Universität Bonn die transdisziplinäre Zusammenarbeit auch in fächerübergreifenden Forschungsbereichen. Wir von der Arbeitsgruppe Ökohydrologie und Wasserressourcenmanagement erhoffen uns von der Zusammenarbeit mit der Professur für nachwachsende Rohstoffe Synergien im Hinblick auf Landnutzung und Hochwasserschutz. Die Professur nachwachsende Rohstoffe hat ihre Kompetenzen bei den Pflanzen und beim Ackerbau. Und wir haben unsere Kompetenzen darin, aus der Landnutzung dann die Folgen für den Wasserkreislauf und am Ende auch für den Hochwasserschutz abzuleiten. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Expertisen ist wichtig, weil jeder immer Experte auf seinem Gebiet ist. Und wenn man die Wissensgebiete verknüpft, da ist also sehr viel an neuen Ideen zu holen. Und genau das ist das, was wir hier machen und leben. Um das gesamte Synergiepotenzial der Forschungen zu nutzen, benötigt es auch die Politik. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, nicht Politik zu beraten, aber durch Veröffentlichungen, durch Medienberichte ist es sehr wohl natürlich eine Möglichkeit zu zeigen, was möglich ist. Ein Problem, was zum Beispiel aktuell besteht, ist, dass die Landwirte ihre Flächen stilllegen müssen und auf diesen stillgelegten Flächen kein Miscanthus anbauen dürfen. Und wenn man das schaffen würde, dass man auf diesen stillgelegten Flächen Miscanthus anbauen würde und dann gleichzeitig das Wasser in der Fläche zurückhalten kann, hätte man ja einen doppelten Effekt. Und das ist eigentlich ein Unding. Wir merken das überall an, dass die Politik das nicht erkennt, wenn man kleine Stellräder verändert, dass das eine ziemlich große Wirkung haben kann. Eine Brücke zwischen Forschung und Politik schlägt der Bioökonomierat NRW. Er unterstützt die Landesregierung dabei, nachhaltige Innovationen voranzutreiben und zukunftsfähige Entscheidungen zu treffen. Auch 2 Experten der Universität Bonn wurden ins Gremium berufen, Prof. Dr. Monika Hartmann
und Professor Dr. Ralf Pude. Der Bioökonomierat NRW wurde Anfang des Jahres gegründet und wir haben jetzt 4 Untergruppen gebildet. Eine Gruppe leite ich, das ist die Gruppe Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaft. Und hier versuchen wir, die Landwirte zu beteiligen, dass mehr Landwirte nachwachsende Rohstoffe anbauen, sodass wir also Biomasse haben, um biogene Produkte aus dieser Biomasse zu entwickeln.